Hallo und herzlich willkommen zur 6. Séance. Das Thema ist heute Intersektionalität in der Sexarbeitsbewegung. Wir sind die Forscherin Jenny Künkel und die Hosts des Horoskop-Podcasts Velvet und ich, Ruby. Diese Séance ist entstanden für die feministischen Aktionswochen Bochum. Und deswegen möchte ich auch euch, unsere Zuschauenden, herzlich begrüßen, auch wenn wir das bestimmt gerade schon im Zoom-Call getan haben. Hallo von uns allen. Heute geht es also um Intersektionalität in der Sexarbeitsbewegung. Und es ist uns sehr wichtig zu betonen, dass wir heute nicht im Vordergrund stehen wollen, sondern wir haben Interviews im Vorhinein dieser Seance geführt, und zwar mit 3 Sexarbeitenden, und zwar mit Akynos. Akynos ist Mitglied des Black Sex Worker Collectives, Sexarbeiterin und kommt aus den USA. Cherub. Cherub ist transsexarbeitend, lebt derzeit in Berlin und ist organisiert bei Transsexworks in Berlin. Und mit Starling. Starling stammt aus einem Land, in dem Freierkriminalisierung gilt und ist Transsexarbeiterin und gehört zur Community von Transsexworks. Das ist uns wichtig, euch diese 3 Personen vorher kurz vorzustellen, damit ihr wisst, wenn ihr gleich die O-Töne von ihnen hört, mit wem ihr es zu tun habt. Und jetzt würde ich gerne einen Disclaimer vorab verlesen, damit ihr ein bisschen eine Einführung habt und damit wir auch gesagt haben, was wir alles vielleicht auch nicht leisten können, weil auch wir sind neu in diesem Thema und hören vor allen Dingen erstmal den Menschen zu, die wir interviewt haben. Diese Zusammenarbeit zwischen Fabienne und Kati vom Horoskop-Podcast, also Velvet, Fabienne, Kati, Ruby, ist für die feministischen Aktionswochen Bochum zum Frauenkampftag 2021 entstanden. Zunächst war nur ein wissenschaftlicher Vortrag angefragt. Doch SexarbeiterInnen müssen selbst zu Wort kommen. Über Netzwerke der Sexarbeitsbewegung fanden wir uns dafür allerdings erst einmal in einer Runde weißer Cis-Frauen wieder. Dies ist nicht untypisch für feministische Kontexte. Es ist aber veränderungswürdig. Wir wollten wissen, wie Sexarbeitsaktivismus inklusiver werden kann. Daher baten wir Menschen, die politische und soziale Arbeit von und für Trans-, BPOC oder migrantisierte SexarbeiterInnen leisten, ihre Perspektive zu schildern. Nicht zufällig waren in der knappen Zeit allerdings weder DrogenkonsumentInnen noch Migrantisierte aus nicht westlichen Ländern ohne Bildungsressourcen erreichbar. Diese Leerstelle hinsichtlich besonders prekarisierter Menschen ist ein erhebliches Manko. Allerdings ist es auch nicht die allerletzte Horoskopfolge. Zudem machte der Rahmen einer Vortragsreihe ein strukturiertes Format und daher vorab aufgezeichnete Interviews notwendig. Ein solches Vorgehen ist nicht unproblematisch. Es ähnelt der klassischen Sozialreportage. Diese gilt in der postkolonialen Kritik zu Recht als Ausrede, weiterhin nicht zuzuhören. Wir sind uns bewusst, dass Privilegien dazu beigetragen haben, dass wir ForscherInnen, PodcasterInnen und/oder AktivistInnen wurden. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, im Beitrag unsere eigene Perspektive etwas aus dem Zentrum zu rücken und nicht unsere eigene Situation zu thematisieren, sondern die Stimmen von 3 KollegInnen aus der Sexarbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben zugehört und viel erfahren, was wir mit den TeilnehmerInnen und HörerInnen teilen möchten. Wichtig ist uns zu betonen, dass wir uns keineswegs als ExpertInnen für die Lebensrealitäten unserer KollegInnen von Transsexworks und dem Black Sex Worker Collective verstehen. Für uns bedeutet diese Vorgehensweise einen kleinen Schritt in Richtung Partizipation und Repräsentation
unterschiedlicher Lebensrealitäten von Sexarbeitenden. Sozusagen intersektionaler Feminismus under construction. Und damit übergebe ich jetzt an Jenny. Ja, ganz vielen Dank. Genau, wie Ruby schon gesagt hat, hören wir jetzt kleine Videoausschnitte. Und ich möchte noch ganz kurz voranstellen, es gibt auf der Whoroscope-Website, whoroscope.eu, zum Runterladen die Skripte dazu in der deutschen Übersetzung, denn unsere Interviewpartnerinnen sprechen alle Englisch. Und weil diese Interviewzitate ja immer so ein bisschen aus dem Kontext gerissen sind und es auf Englisch vielleicht schwer verständlich ist, führe ich das immer kurz ein. Ja? Und ja, in diesem Sinne möchte ich anfangen. Wir beginnen mit den Erfahrungen von Akynos, Starling und Cherub mit der Sexarbeitsbewegung. Sie beschreiben im Folgenden, wie sie als Transpersonen, als schwarze Menschen, als Alleinerziehende, als Menschen aus der Arbeiterinnenklasse und oder als Straßensexarbeiterinnen aus der Sexarbeitsbewegung oft ausgeschlossen waren und nicht berücksichtigt wurden. They could have just like been more respectful and understanding of Black people's and Black women's, Black cis women, Black trans women, Black trans people. They could have just been more thoughtful of how much the entire movement was built on our backs, you know, from the street-based workers, from the transatlantic slave trade, if you want to take it there, and just the entire basis of the sex worker rights movement and what those people were doing and continue to be doing, and try to, you know, reach out more and really dig more, make sure that Black people are at the forefront. And there was just not enough of that. They were just very short-sighted and only saw it from their very narrow view and their privileged viewpoint. It was an idea for a long time. When I started my undergrad studies at Goddard College, I wanted to start a group because I figured I had a lot of issues when I was like a single parent and being a sex worker, a young Black sex worker in New York, and a lot of the stigmatization that came with that. And I didn't have any support. So when I started my undergrad studies at this very like progressive thinking college, I think that's where I found out that there were groups that existed in New York. And then I joined those groups. But then when I tried to take over some leadership roles that were open, they weren't given to me by white leaders in those groups. They were passed up for other white people, and then soon the groups closed. That's kind of just how whiteness is, that it's really selfish and it doesn't think beyond what it looks like and what its experience is. That's kind of how human nature is sometimes, you know, but when a lot of things don't affect you, you don't have the tools to think outside of the box. So for instance, me as a Black person, I'm kind of forced to think beyond my Blackness, beyond my own, as a Black woman, really beyond my own personal experiences. And really, I have to be able to consider everyone else because, you know, I'm not the norm, number one, and Black people in general have to really work harder to prove themselves to general society in general. So I have to always be thinking about how I can be better. Basically, the biggest barrier for trans sex workers wanting to access sex worker activism is transphobia. I think that actually the biggest problem is that cis sex workers are just very, very unaware how that transphobia exists within their different organization projects, collectives, and so on. I think a lot of people don't believe they are transphobic, but they are. I believe that a lot of people aren't unpacking that, and there is a lot of hot air blowing that kind of is placating. But I believe that, yeah, there needs to be far more active unpacking of transphobia that exists within everybody. Moreover, I think that there is a big barrier in terms of like the hierarchy where street workers are excluded. I mean, in a lot of press statements and so on, people are maybe included in, you know, when people are trying to explain that they want to support all sex workers, I think that street sex workers need to be more supported, to get to
a point where maybe where engagement is possible. I think there needs to be inclusion beyond tokenistic gestures. Yeah, and just basically, like, I think I may be repeating myself here, but there needs to be a more broad understanding of what sex worker issues are, and that sex worker issues are trans sex worker issues. They're not just cis sex worker issues. I do believe that cis and trans sex workers need to collaborate, but there is a huge problem in sex worker activism of transphobia. Also just in that a lot of what cis sex workers are bringing to the public as their activism and the needs of sex workers are actually pretty cis specific. So there are pretty specific needs that trans sex workers have that are unaddressed and go unnoticed by cis sex worker activists. People in these organizations come from a very different world than I do, and especially in the country I come from, which had the Nordic model, the activism I found very alienating. And a lot of people I spoke to also found it. They didn't really feel represented by the movement at all. That was partially probably because the only people who could be visible and not face repercussions were more normative people. And also because the kind of side effect of the Nordic model is it kind of suppresses voices and stuff like that. And that, like, the rule is sort of the sex work isn't illegal, but anything that facilitates sex works, which can be like giving advice, is forbidden. Ja, wir haben ja jetzt sehr interessante Statements gehört. Und mich würde interessieren, was ist euch beiden denn so besonders aufgefallen? Wodurch hat sich das ausgezeichnet, das Gehörte? Also mich hat das schon ein bisschen betroffen auch gemacht. Ne? Die sind absolut wichtige und richtige Kritiken, und gleichzeitig heißt es ja schon auch, dass unsere Bewegung, also die Bewegung von Sexarbeitenden und ihren Unterstützerinnen, marginalisierte Sexarbeiterinnen eigentlich nicht wirklich willkommen heißt, und dass wir da wirklich auch an uns arbeiten müssen. Das möchte ich so gerne unterstreichen. Also mir ist sehr deutlich bewusst geworden, dass der Sexarbeitsaktivismus grundsätzlich sehr viel durchlässiger sein muss, und nicht nur das, sondern spezifisch die Anforderungen und die Unterstützungen von migrantisierten und marginalisierten Kolleginnen noch viel deutlicher in den Vordergrund rücken muss, wenn nicht sogar in den Mittelpunkt. Und wenn ich mir die Sexarbeitsbewegung ansehe, wird sehr oft an dieser Inkludierung, das wird gerne vergessen und irgendwie so als so nice to have abgetan. Und es wird sehr deutlich, dass wenn wir diese Forderungen nicht zentralisieren, dass wir auch nicht wirklich weiterkommen. Ja, ich fand es sehr, sehr berührend, und mich hat das also wirklich ohne Ende auch betroffen gemacht, das so klar von den Interviewees zu hören. Und also ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen geschämt, weil das ja auch irgendwie bedeutet, wie wenig feinfühlig man ist. Ne? Also Akynos sagt ja, was bringt denn dieses Weißsein mit sich? Ne? Und diese Ignoranz gegenüber der Wahrnehmungen Leute, die von stärkerer oder mehrerer Grade der Marginalisierung betroffen sind, das habe ich so richtig gemerkt, dass ja mir das halt auch überhaupt nicht klar ist, was es bedeutet, keine Zugänge zu haben. Die Frage oder die Grundlage für einen gemeinsamen Aktivismus von Cis und Trans, also so grundlegend auch in Frage zu stellen, weil es einfach an den wichtigsten und größten Basics fehlt, die das ermöglichen würden. Und so klar war mir das nicht. Das greift auch gut auf, diese Info, wie schwierig es ist, sich überhaupt als mehrfach marginalisierte Person in repressiveren Modellen zu engagieren. Also in Ländern, in denen das Sexkaufverbot herrscht und das Stigma so viel größer ist und ein Outing mit so viel mehr Gewalt und Gefahr verbunden ist, ein etwaiges, ist es noch viel schwieriger, diese Stimmen hörbar zu machen. So. Und da dominiert halt, immerhin gibt es einen Sexarbeitsaktivismus, der gehört werden und gesehen werden kann. Aber da dominieren halt auch die weißen Stimmen, was jetzt nicht abwerten soll, wie die Leute sich bemühen. Aber es ist einfach so viel
schwieriger für marginalisierte Menschen, sich da aktiv einzubringen, weil einfach ganz viel nicht möglich ist. Es ist ja ohnehin schon so, entschuldige Jenny, ich wollte nicht den Beitrag abschneiden, aber es ist ja ohnehin schon so, dass, sagen wir mal, Aktivismus sich das nur die am wenigsten marginalisierten und die am meisten privilegiertesten Schichten einer Community erlauben können. Das ist überall so. Und dann bei diesem Beitrag von Starling merkt man so deutlich, dass unter freier Kriminalisierung das einfach nochmal verstärkt wird und dass dadurch eigentlich auch eine Konsequenz deutlich wird, nämlich dass der Aktivismus von CIS-Personen, aber auch von weniger marginalisierten Transpersonen einfach viel stärker priorisieren muss, diese Bedürfnisse der marginalisierten Gruppen mehr sichtbar zu machen, mehr zuzuhören. Ja, und ich denke, das zeigt auch, dass wir auch Wege finden müssen, wie wir Leute, die wirklich in extrem prekären Verhältnissen leben, überhaupt in unsere Kämpfe einbeziehen können, in die Lage versetzen, also helfen müssen, dass sie in der Lage sind, dauerhaft sich mit uns zu organisieren. Ne? Also wenn man sich die angesprochenen Bedingungen auf dem Straßenstrich vor Augen hält, ist es natürlich tatsächlich zum Teil so, dass die Leute wirklich mit Überlebensfragen auch einfach beschäftigt sind und gar nicht die Zeit haben, unbedingt kontinuierlich an einem Aktivismus mitzuarbeiten. Und ich glaube, da ist es eben auch nochmal ganz wichtig, dass man dann nicht so eine punktuelle, kurzzeitige Einbeziehung zum Beispiel von nur einer Straßensexarbeiterin, die innerhalb der Straßensexarbeit relativ gut, relativ privilegiert ist, macht, sondern die gesamte Bandbreite an Sexarbeit im Blick behält. Ne? Es war jetzt auch schon mehrfach dieses Stichwort Tokenism, nicht mehrfach, einmal. Tokenism kommt von dem englischen Wort Token und das bedeutet Zeichen. Und in der Definition ist Tokenism, Marginalisierte werden nur alibimäßig mit symbolischen Gesten inkludiert, um Kritik an Ausgrenzung abzuwehren, statt Macht abzubauen und Gleichberechtigung herzustellen. Genau, danke. Dieses wichtige Stichwort wird noch ein paar Mal auch vorkommen. Deswegen haben wir das zwischendurch kurz eingeblendet und erläutert. Und ich glaube, das ist eben tatsächlich ganz wichtig, dass wir nicht nur marginalisierte Gruppen in die Bewegung einbeziehen, um zum Beispiel Kritik von Sexarbeitsgegnerinnen zu begegnen, sondern weil hier wirklich an den Lebensrealitäten deutlich wird, welche Herrschaftsverhältnisse wir bekämpfen müssen, damit alle Menschen, ob in der Sexarbeit oder nicht, gut arbeiten und leben können. Und genau diese Ausschlusserfahrungen, die schauen wir uns jetzt hinsichtlich der Lebensrealität und wie dieser Ausschluss tatsächlich stattfindet, die schauen wir uns jetzt nochmal genauer und näher an mit den nächsten O-Tönen. To be honest, being here in Germany, I feel like Germany, the groups that we're connected to here seem to be a bit more progressive minded than the ones that in New York. Like at the time in New York, there was still a lot of silencing of our voices and not listening and not really trying to collaborate. But I feel like when I came here, I met a lot of groups that were just like, they totally got it and they were very inclusive of different people and different voices. I don't know what everyone else's experiences, their personal experiences are, but me, when I connected with a few groups here, I found them to be very open-minded and willing to lift us in different ways that I did not experience just as a solo sex worker when I was in New York. You know, very few people were willing to give, at least me, when I'm coming and stepping into the group as one of the few Black faces, very few opportunities were presented to even give me a floor to speak. Whereas it's a bit different here where there's a lot of effort that I find that has been made to make sure that we are included.
Maybe I would like to say that cis workers being really actively trans-inclusive beyond tokenistic gestures and hot air is very valuable to us because trans sex workers are very tired a lot. There are a lot of obstacles faced by trans sex workers that are not faced by cis sex workers, and it is actually essential that support comes from cis sex workers as well. It just needs to be less centered around cis sex workers' needs. I don't feel like I'm qualified to answer this because I haven't been involved in the sex worker activism because I haven't felt welcomed by it. The things that I'm more interested in are more trans-specific activism and promoting voices even of less marginalized trans people than myself. And I guess this question of inclusivity, I guess I can't really hear that word and not hear tokenism now, because I think that's sort of what it means all the time. I don't think that implies that they're willing to change their spaces to understand you, and my perspective on it is until there's really strong support and activist spaces for trans people, then there's not really any chance of meeting on an equal footing in terms of demands or anything like that. Ja, das ist die zweite Runde der O-Töne gewesen. Und das ist auch wieder sehr aufrührendes Material. Hat. Wie ist es bei euch? Ich finde das unglaublich berührend zu hören, wie anstrengend das ist, einerseits zum Aktivismus sowieso schon das Stigma als Sexarbeiterin und diese ewige Benachteiligung auszugleichen. Und dann kommt da nochmal obendrauf diese ganze Anstrengung, die mit diesem ganzen Komplex der intersektionellen weiteren Marginalisierung zu tun hat. Und ich finde es ziemlich anmaßend darauf zu warten, dass mehrfach marginalisierte Menschen sich bitte melden sollen und mitmachen sollen und lose eingeladen werden, mitzumachen. Wir müssen als Sexarbeitsbewegung Raum schaffen und aktiv Unterstützung anbieten, um dieses Mitmachen zu ermöglichen. Denn die Anforderungen an Menschen, die von mehrfach Marginalisierung betroffen sind, sind um ein Ungleiches höher und das ist so viel anstrengender. Und diese Aussage ist, ich bin so müde, Transsexarbeitende sind so müde zum Beispiel. Das ist was, das können wir als Cis-Menschen nicht nachvollziehen. Wir sind nicht in dieser Situation. Und da können wir zuhören und da müssen wir zuhören und wir müssen das ernst nehmen und eine Konsequenz daraus ziehen. Und die heißt eben, Platz zu schaffen, Unterstützung anzubieten und zwar aktive, um überhaupt erstmal ein Mittun zu ermöglichen. Mit Lippenbekenntnissen ist es da nicht getan. Ja, ich fand es auch sehr eindrücklich, wie das nochmal gezeigt hat, ne, dass es wirklich bei jeder Entscheidung, jeder Ämtervergabe innerhalb von Gruppierungen oder auch der Frage, wer spricht wo, wichtig ist, darauf zu achten, wie sind denn die Positionierungen von Leuten. Aber es wirft eben tatsächlich auch die Frage auf, nicht nur sozusagen eine Inklusion in die Sexarbeitsbewegung, die es bereits gibt, sondern wirklich auch zu ermöglichen, dass sich Leute überhaupt erstmal selber organisieren und finden. Also ich finde, es ist sogar noch eine ganz andere Ebene darin, die irgendwie häufig verloren geht, weil wir vielleicht nicht davon betroffen sind. Ne? Also ich gebe mal das Beispiel mit dem Thema Gendered Services, also Anlaufstellen, die geschlechtsspezifisch funktionieren, sowas wie Frauenberatungsstelle, aber auch Männerberatungsstelle. Und dann die Frage zu stellen, welche von diesen Anlaufstellen sind denn transinklusiv oder auch geschult in der Beratung von transidenten Personen. Und dann möchte ich gerne aus meiner Praxis als Vorständin bei Hydra sprechen, denn wir sind auch eine Frauenberatungsstelle und sind auch selber damit konfrontiert, dass unter Umständen die Politik genau dieses Thema der geschlechtsspezifischen Angebote instrumentalisieren könnte, um halt zu sagen, aber sie verlassen da eigentlich den Rahmen des Angebots, das sie unterbreiten sollen. Und so, das ist noch die andere Seite, die manchmal auch also ein bisschen nicht vergessen wird. Ich meine nicht, dass jetzt marginalisierte Personen das mitdenken sollen, aber ich finde es wichtig, dass wir auch das zurück an die Politik geben.
und sagen, liebe Menschen in der Politik, es hat sich einfach sehr viel beim Thema Gender getan. Und diese binäre Struktur in Angebote für Frauen und für Männer, das funktioniert so nicht mehr. Und auch da geht es um die Sichtbarmachung von Bedürfnissen. Und ich fand halt also ganz toll bei Akynos dieser Punkt, also da wollen wir vielleicht hin, dass die Kämpfe, die Sexarbeitende führen, auch unbedingt die gleichen Kämpfe sind, die ArbeiterInnen führen, und dass es auch ganz viel mit Respekt zu tun hat, der ihnen nicht entgegengebracht wird. Und da sollte man vielleicht auch daran denken, gerade in der jetzigen Zeit der Pandemie sind wir einem enormen Rollback ausgeliefert. Und dieser Rollback, der besteht ja auch darin, dass es mit dem Respekt und der Anerkennung, der Wertschätzung für Rechte ganz, ganz schlecht aussieht derzeit. Dann würden wir noch mal einen Schritt weitergehen und uns die nächsten O-Töne anhören. A lot of the people working in the strip clubs are migrants. Some of them are here illegally. So that's a really big issue. And this is why there needs to be a lot of reform on immigration globally. They can't act like they care about immigration when, you know, people are trying to escape horrific living conditions in one place and they come to other countries to try and make things different, but they're able to get abused. We have an immigration problem on a global scale. They're people of color. They're not necessarily the ones I know anywhere are not visibly Black, but a lot of them are immigrants from different parts of the world. They're feeling it. And these club owners, a lot of them who are also immigrants, they know this and they know the vulnerability of immigrants. So they're taking advantage of it and no one's really batting an eye. Well, the labor conditions are the same that people at the margins and low-wage workers are fighting for. They're fighting for security of their job. They're fighting for the right to be able to unionize. They're fighting for fair pay. They're fighting for proper working conditions. They want to hold people at the companies responsible. It's pretty much the same argument, you know, like people are not making enough. The only difference I would say really with sex workers is that we still don't have access to a lot of things that even those low-wage workers might have access to. But I feel like this is still the same issue here, though. You might not be hearing much about it, but there is a lot of labor rights violations that are happening. So whereas people that are doing any kind of job, let's say in Germany, they've got a lot of rights. You know, it's a holiday, I'm not working. If I can work from home, you know, some of these employers, they have to now allow people to work at home. You know, if it's not something that a job that you have to go into, like a grocery store. But, you know, in strip clubs here, it's not like that. Those strip club owners are violating labor rights up and down the aisle, and there's really nothing that we can do, because at the end of the day, even though it has a different legal model here than it does in America, where it's completely criminalized, there's still not enough respect, because they're using COVID as an excuse to turn back the clock on a lot of the legal framework that was put into place here. So, you know, they have a little bit more freedom here, but the strip clubs, come on, they're doing all kinds of illegal things and nobody is batting an eye. People are still afraid to call the cops and to take any legal action because a tiny bit of money that they make, they might lose. And that's really sad. So cis workers just generally have more facilities at hand. The resources are already set up. You know, there are women's shelters, there are women's counseling services and so on. And these are not available to trans sex workers unless they are cis passing, which is also like, it's quite unlikely when someone is very poor to be cis passing. Yeah, so the gendered services are helpful to cis workers in a way that they can't be for trans sex workers. In terms of like how that is for me as a trans person, it's honestly played a really terrible toll on my mental health. I think that it is just really difficult, I think, for anybody to look at themselves all day, but when you experience dysphoria and body dysmorphia, this is absolutely heightened. Yeah, it's really nothing like escorting, in which you take some photos of yourself and then you spend the rest of your time basically marketing those singular photos or that set of photos. Yeah, so I really miss escorting, basically.
any cam website I've used, they're definitely also hosting me on a website that calls me a she-male or a tranny or any other amount of dehumanizing names. And you're always put in a separate category than other women. And if you were to try to go outside of that category, you would definitely be policed out of that space. It creates a lot of divisions as well, because number one, it kind of lets you know that you are different, that you're not the same. And I think sometimes the sex workers, especially if they are also struggling or whatever, can kind of say, well, it's easier for you because you're not just part of like this massive crowd of people trying to make a buck online. That makes it so hard because the market is so saturated right now that the rates have gone really down. The standard of technology, et cetera, that you have to have in order to make money has gone up so much. I guess not all of that links back to fetishization, but in my head it does, because I guess the things that people will say to me in a cam room where they're completely anonymous, a lot of the time I think they're kind of these things that people are afraid to say when I actually meet them in public, like when I actually meet up with a client and stuff like that. And sometimes they do end up saying very similar things to me about how they view trans people and stuff like that. And I guess because I'm sort of a passing trans woman and stuff like that, they view me very differently than other trans women who they'll insult and say really nasty things about as well. And they'll kind of be saying it to me as a compliment. Like, I'm not like these other women, but that's really dehumanizing as well, because it's like kind of, I should separate myself from people like me in order to earn their approval or something like that. And that's already such a big thing in trans spaces already, is there's already a lot of divisions over this pressure to pass all the time and stuff like that. I had a lot of issues with just having a cheap laptop and not having proper webcam or like an expensive phone, things like that, or an apartment with nice lighting. So those were kind of also barriers to overcome. And then the social support on top of that. A lot of the time it felt like I was really alone when I was working. Like it really felt like it was a very isolating secret thing that I was doing. At the time that I kind of started taking it more seriously and doing it more focused, I was very focused on getting out of where I was living, because I just felt like the trans misogyny in my daily life that was preventing me from taking up a civilian job, just living a normal life, was too intense. And I kind of intended to just do whatever kind of sex work I could to kind of save up the money that I needed to do. Again, I wasn't doing it very full time or very professionally, but it was sort of the intention I had at the time. Ja, wow, das waren jetzt wieder viele sehr eindrückliche Beschreibungen, wie sozusagen die Transfeindlichkeit von unserer Gesellschaft, rassistische Gesetze, die Stigmatisierung von Sexarbeit auf die Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen drücken. Und ich denke, es ist auch deutlich geworden, dass die Covid-Krise insbesondere die Arbeitsbedingungen von besonders marginalisierten Sexarbeiterinnen betrifft. Was hat euch denn am meisten beeindruckt? Also ich habe das Bedürfnis, vielleicht kurz was dazu zu sagen, wie Sexarbeit in der Pandemie eigentlich stattfindet derzeit für viele. Und das liegt auch daran, weil es ja nicht so eine starke Transparenz gibt. Ich glaube nicht, dass die Mehrheitsgesellschaft oder die Dominanzkultur so viel Einblick hat in die Lebensrealitäten von Sexarbeitenden. Deswegen mag ich da gerne kurz einen kleinen Input geben. Und zwar ist Sexarbeit die Ausübung und Erbringung sexueller Dienstleistungen in den meisten Bundesländern ab dem 14.03.2020 verboten gewesen. Das Tätigkeitsverbot, so wird das bezeichnet, hat unterschiedlich lang gedauert. In manchen Bundesländern hat es durchgängig bis heute gedauert und angehalten. Und es wurde in anderen Bundesländern während des letzten Sommers, als die Fallzahlen niedrig waren, temporär und punktuell gelockert. Und das hat zur Folge gehabt, dass sich Sexarbeit sehr stark in den Online-Sexarbeitsbereich verlagert hat.
also das Anbieten zum Beispiel von Cam oder von irgendwelchen Chats oder auch Chat-Hotlines oder Telefon-Hotlines, aber auch das Verkaufen von erotischen Bildern. Es gibt so Formate wie OnlyFans, davon haben bestimmt auch viele schon mal gehört. Und das hat halt in Pandemiezeiten total geboomt. Und das heißt also, vorher gab es die Betreibenden von Prostitutionsstätten und natürlich die Ordnungsmächte sozusagen, die Exekutive, die immer die tatsächliche faktische Sexarbeit, die stattfindet in konkreten Dienstleistungen, kontrolliert haben. Und vieles hat sich aber jetzt in den virtuellen Raum verlagert. Und das bedeutet, dass dort Portalbetreibende zu Stakeholdern geworden sind. Und das bringt einfach nochmal so einen anderen Aspekt rein. Ja, und das fand ich jetzt einfach nochmal wichtig, kurz einzublenden, damit unsere Zuhörenden verstehen, wieso das so ein wichtiger Punkt ist, dass mit der Einführung von Online das nicht demokratischer wird, sondern ganz im Gegenteil, dass neue Herausforderungen entstehen und neue Hindernisse entstehen. Und welche das sind, darüber sollten wir noch ein bisschen sprechen, glaube ich. Ja, Starling hat das ja nochmal sehr eindrücklich betont, diese Plattformer, also man kommt, wenn man online arbeiten will, um große Plattformanbieter gar nicht herum. Außer man ist wirklich super toll im Marketing, hat viel Geld, hat viel zur Verfügung. Also einerseits sind die Anforderungen, die technischen, viel höher geworden. Das heißt, nicht jede Person, die vorher irgendwie anders und live gearbeitet hat, kann plötzlich ganz niedrigschwellig erfolgreich im Sinne von sich den knappen Lebensunterhalt verdienend an den Online-Arbeiten beteiligen. Und dann ist man sehr von Plattformanbietern abhängig. Denn wenn man nicht gelistet wird, bekommst du diese Menge an Zusehenden nicht. Du hast keine Möglichkeit, anonyme Auszahlungen anzubieten oder eine anonyme Zahlungsweise. Ganz viele Zahlungsdienstleistende stehen Sexarbeitenden nicht zur Verfügung. Und dort wieder obendrauf kommt dann eben nochmal Abwertungen. Also vor allem sie sprach ja davon, als mit wirklich derogativen Wörtern sich einsortieren zu müssen. Also das ist sehr stark gegendert da. Es gibt normalerweise einen Unterbereich Frauen oder Girls, wie das ja dann immer genannt wird. Dann gibt es noch irgendwelche Spezifizierungen mit SM. Dann gibt es bei manchen Plattformen einzelne Angebote für Männer und dann gibt es eben diese Extra-Kategorie mit dem T-Wort, in die dort einkategoriert wird. Und als nicht-binäre Person musst du dich dort registrieren und du wirst rausgeworfen, dein Profil wird nicht freigeschalten. Das kennen viele auch von einer großen Escort-Plattform, über die sich sehr viele Deutschland vermarkten, die da ähnlich vorgehen. Also da wirst du gar nicht zugelassen. Da darfst du also nur als dich bekennende Cis-Frau deine Dienste anbieten. Und ansonsten wirst du da ganz einfach wegzensiert. Und das ist natürlich schwierig. Und das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen, dass gerade besonders prekarisierte Arbeiterinnen unter diesen Online-Formaten leiden, nicht nur unter der Plattformökonomie, sondern zum Beispiel auch in Callcentern, ja, dass diese plötzlich nicht mehr face-to-face stattfindende Interaktion auch wirklich zu mehr Abwertungen einlädt. Und ich fand das trotzdem nochmal sehr, sehr eindrücklich zu hören, was heißt es denn, Trans-Online-Sexarbeit zu machen in Zeiten von so einer Pandemie, wo sowieso alle Menschen psychisch belastet sind. Das muss man ja auch nochmal sehen. Ich mag nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, denn wir haben ja an mehreren Stellen, sowohl bei Cherub als auch bei Starling, immer über Shelters gehört, ne? Also und über Notunterkünfte. Und das ist vielleicht auch etwas, was Zuhörende nicht auf den ersten Blick verstehen. Und dazu muss man vielleicht einfach nochmal einblenden, dass in Deutschland, und wir reden ja ein bisschen über die deutsche Situation, sehr, sehr wenige Sexarbeitende begünstigt waren durch finanzielle Unterstützung. Und das hat dazu geführt, dass im ersten Lockdown vielleicht die Ersparnisse aufgebraucht wurden, der Sommer über dann teilweise legal, teilweise illegalisiert gearbeitet wurde. Und jetzt ist die Not in dieser Zeit, in diesem schon sehr lange andauernden scheinbaren Lockdown, ist die sehr, sehr groß. Und es ist tatsächlich so, dass viele Menschen von Wohnungslosigkeit bedroht sind oder tatsächlich schon wohnungslos sind.
Und deswegen ist dieser Aspekt der Notunterkünfte und der Zugänglichkeit für Transpersonen in diese Notunterkünfte so ein großer Punkt. Und das muss man einfach verstehen. Das führt vor Augen, wie wichtig das ist, dort die Barrieren einfach niedriger zu machen, auf Akzeptanz gegenüber Sexarbeitenden zu achten, auf Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber Transmenschen zu achten und insbesondere von Transfrauen, die halt auch sehr häufig Opfer von Gewalt werden. Also insgesamt denke ich, dass man natürlich auch da nochmal weiterdenken könnte über einen Wohnungsmarkt, der als kapitalistischer Wohnungsmarkt im Moment eben ganz vielen Gruppen keinen bezahlbaren Wohnraum bietet, aber vielleicht als Hintergrund, das wird ja von Cherub auch angesprochen, tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem, was Ruby gesagt hat. Das ist ja kein Zufall, dass so viele Sexarbeiterinnen nicht berücksichtigt wurden. Das hängt damit zusammen, dass schon vor der Covid-Krise Migrantinnen, EU-Migrantinnen sehr systematisch aus den sozialen Sicherungssystemen rausgedrängt wurden, ne, und sozusagen nur eng gekoppelt an Arbeit, und zwar eine nachweisbare Arbeit, zum Beispiel als Hartz-IV-Ausstockende dann auch einen Zugang haben und ansonsten eben immer davon ausgegangen wird oder Städte versuchen zu sagen, naja, deine Obdachlosigkeit ist ja vielleicht schon in Rumänien entstanden oder jedenfalls immer versuchen, nicht zuständig zu sein und keine Unterkunft zu bieten, immer mit dem Argument, sonst kommen alle her. Das stimmt so natürlich nicht, denn die Leute kommen wegen Arbeit, die kommen nicht, um hier Sozialhilfe zu beziehen. Nichtsdestotrotz ist der Effekt natürlich, dass Leute extrem prekär arbeiten, leben und dann eben tatsächlich auch Arbeitsbedingungen haben, die unter vor dem Hintergrund dessen, dass sie nicht aufgefangen werden, wenn sie eine Arbeit nicht annehmen, auch schwierig sind. Wer mehr über das Thema Lebensrealitäten von Sexarbeitenden in der Corona-Pandemie erfahren möchte, der könnte auch noch mal in die 5. Séance, also die ist vor kurzem erst online gegangen, reinhören. Da hatten wir nämlich Beraterinnen von Hydra e.V. zu Gast und die haben sehr, sehr anschaulich erzählt, wie dieses ganze Zuwendungsrecht und diese ganzen Unterstützungsangebote, die angeblich bestehen, nur sehr, sehr schwer zugänglich für Sexarbeitende sind, die nämlich durch alle Raster fallen. Und da muss man, also wenn Jenny sagt Entkapitalisierung des Wohnungsmarktes, dann geht es mir wirklich auch nochmal um die Zugänglichkeit von sozialen Sicherungen für alle und nicht nur für die, die hier wohlgelitten sind, die willkommen sind oder die registriert sind oder sonst was. Und ich denke, das ist etwas, was wir auch bei den nächsten O-Tönen, so insofern nicht noch jemand, ich habe es mir schon gedacht, deswegen unterbreche ich meine Anmoderation der nächsten O-Töne. Fabienne, sag, was du möchtest. Ich finde das ganz wichtig, auch nochmal aufzugreifen. Akynos hat uns das ja wirklich auch eindringlich geschildert, wie es gerade Migrantinnen und auch Personen of Color in diese Situation gezwungen werden, sich ausnutzenden und ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen hinzugeben, weil sie ganz oft keine Wahl haben. Und weil die Menschen, die diese Formen der Arbeit anbieten und kontrollieren, natürlich auch genau wissen, unter welch prekären Umständen diese Menschen hier arbeiten. Und die einfache, naive, kurzsichtige Schlussfolgerung wäre jetzt zu sagen, naja, diese Leute, die diese Arbeiten anbieten, sind natürlich die Bösen und wenn es die nicht mehr gibt, dann ist alles gut. Tatsächlich ist das nicht der Fall, weil das nimmt natürlich diese Gründe, aus denen diese Menschen arbeiten müssen, nicht weg. Die Armut ist ja noch vorhanden und auch dieser mangelnde Zugang zu Sozialsystemen, zu einem freien Arbeitsmarkt und zu Möglichkeiten, daran Teilhabe zu haben, die passieren dann ja nicht auf magische Art und Weise. Und wenn Arbeitsplätze wegfallen, ist die Situation noch mal so ein Stück prekärer. Was wichtig wäre, wären die Arbeitsrechte auch der Kolleginnen zu stärken und dafür einzutreten, dass die einem guten geregelten Sexarbeitsplatz nachgehen können, ohne sich dieser Ausbeutung hinzugeben. Und wenn ich in einer Situation bin, in der ich keine Alternativen habe, weil mir die verwehrt werden aus politischen Gründen, dann sind die Institutionen und Organisationen, die mir diese Teilhabe verwehren, mitschuldig an der Ausbeutung, die dort erlebt wird.
Und ein Aspekt ist natürlich auch immer, dass sich Arbeitsbedingungen auch in der Sexarbeit modernisieren müssen. Das ist in vielen Bereichen auch passiert und das ist kein pauschales Urteil über alle, die Prostitutionsstätten betreiben oder so, aber es ist trotzdem immer wieder wichtig zu reflektieren, welche Arbeitsbedingungen sind eigentlich zeitgemäß. Ja? Und ganz wichtig wäre halt auch nochmal über einen Aspekt zu sprechen, den Starling vorhin angesprochen hat, nämlich über das Thema Passing. Und das Thema Passing, jetzt muss ich ein bisschen wühlen. Also, Passing bedeutet, dass die Erscheinung, der, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, ich finde die Definition nicht. Ich Möchte übernehme jemand? das mal. Bitte. Passing, die englische Bezeichnung, also durchgehen als jemand oder etwas, bezeichnet die Möglichkeit bzw. Bemühungen diskriminierter Menschen als Teil der Mehrheitsgesellschaft angesehen zu werden und dadurch Diskriminierung abzumildern. Als Beispiel, was ich noch dazu füge, ist die Transperson, die als Frau oder als Mann passt, oder auch die migrantische Person, also White Passing, so. Danke, Fabienne. Das ist furchtbar, wenn man hier wühlt und man findet es nicht. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Forderungen gesprochen und ich denke, bevor wir uns jetzt hier weiter in Forderungen ergehen, lassen wir doch einfach unsere Interviewees wieder zu Wort kommen. Die haben nämlich ganz tolle Sachen zu dem Thema Forderungen zu sagen. The Black sex worker movement really is like so intersectional that we can't really separate anything. So it's never just like about sex worker rights or human rights. Sex worker rights or immigration rights or labor rights or reproductive rights or disability rights or housing rights or food justice, because all of these things intertwine. Our demand is that people understand that this is intersectional. It's never just one thing when you're talking about sex work. So the demand is to stop keeping it as a separate issue, because it's never just about sex. It's about all these other things that you really just cannot escape. Das ist auch immer wichtig zu sagen, wie es eigentlich zum Horoskop-Podcast gekommen ist. Das ist nämlich etwas, was wir nebenher machen. Wir sind nicht professionell im Thema Medien schaffen oder moderieren oder also das wird auch gerade einfach ein bisschen deutlich, aber tatsächlich ist es so, dass wir eine eigene Stimme wollten. Wir wollten nicht abhängig sein von dem, was irgendwelche Presse- oder Medienmenschen uns in den Mund legen. Wir wollten auch nicht auf bestimmte Themen zugeschnitten werden und wir wollten einfach selber über die Themen sprechen, die uns bewegen. Und da hatten wir das große Glück, dass Jenny, die ich bei einem Input für About Utopia kennenlernen durfte, da an uns gedacht hat, als es hier um die feministischen Kampftage oder Kampfwochen in Bochum ging. Und ja, das Netz spannt sich halt weiter. Das ist ganz großartig. Geht auch gleich los. Geht's gleich los? Geht's gleich los. Ihr könnt noch ein bisschen, ich sag dann gleich, ich bin schwer dran. Du hebst dann einfach die Hand, wenn ich zum Ende kommen muss. Ne? Jenny, wie ist das denn für dich jetzt hier so mit uns zu streamen? Also ich fand auf jeden Fall die Erfahrung toll und ich würde sagen, ganz im Gegenteil, ich hatte Glück, das mit euch machen zu dürfen. Das Streamen selber finde ich unübersichtlich, aber die Hörerinnen, die sehen ja auch nicht, dass wir die Audios nicht hören und deswegen ein bisschen rotieren manchmal, worum es eigentlich gerade geht und ein bisschen improvisieren. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Aber was ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass Jenny, weißt du, das ist so vorbildlich, dass du da jetzt irgendwie auch auf Leute zugegangen bist, ja. Und das ist etwas, was ich mir noch viel, viel mehr wünsche, dass halt unsere Alliierten auch einen Outreach machen und sagen, hier, das und das und das ist im Petto und wir können euch unterstützen oder dass wir auch aktiv auf sie zugehen dürfen, weil manchmal fühlt man sich ganz schön alleine, auch auf weiter Flur, gerade wenn es ums Thema Sexarbeit geht. So, ich würde weitermachen. Entschuldigung, Jenny, wir haben gleich nochmal Zeit zu plaudern.
The Black sex worker movement really is like so intersectional that we can't really separate anything. So it's never just like about sex worker rights or human rights. Sex worker rights are immigration rights or labor rights or reproductive rights or disability rights or housing rights or food justice, because all of these things intertwine. Our demand is that people understand that this is intersectional. It's never just one thing when you're talking about sex work. So the demand is to stop keeping it as a separate issue, because it's never just about sex. It's about all these other things that you really just cannot escape. The sex worker rights movement on a global scale needs more people that are not actually sex workers to step up to the plate and stand with us in our fight, because this is not just a sex worker issue. This is a human rights issue. It is a labor issue. And whenever people at the margins are suffering at something, at the laws and the criminalization of the government, that means that you're next. So people can go ahead and think that they're safe because it's a sex worker thing and has nothing to do with them. But everything about the sex worker rights movement has everything to do with anything else that's happening within the human rights framework. So unless you are able-bodied cis male particularly, you need to just like hop on board and follow us and listen to us. And it's great when we get your money, because we do need as much money as we can get to be able to push our narrative forward. Because again, these anti-sex worker people, they get millions and millions of dollars to push their narrative forward, which is why it's so easy for people to hear that message and listen to it and believe it, because our message is pushed back because we don't have enough money. However, it's also really important that they also engage with us. So it's easy to like write a check or do a little, drop some cash in a bucket, but you actually have to listen to us. You actually have to organize with us. Come to our webinars, come to our marches or whatever we have going on, and listen and really engage with us that way, because cash is great. We always need it, but you also have to be holding our hand and fighting alongside with us, because this is not an isolated issue. I guess what I'm trying to say is that cis sex worker activists are kind of looking for something completely different, when trans sex worker activism is like, we're looking for just the basics, really just the basics, like fundamentally shelters that will accept trans people, counseling services that are trained in trans counseling and also aren't, whorephobic and so on. Basically, while sex work is illegal during the pandemic, the state should provide aid to all sex workers, regardless of their resident status or whether they are registered or not, with the pause card. Another demand would be, just to summarize here, that trans women and just trans people in general have access to shelter. Another would be that there is actually, in general, somewhere where street-based workers can work, which is safe and where both the clients and the workers feel safe. Basically, the gentrification of Schöneberg has meant that there are very limited spaces where trans sex workers can work. And of course, I think sex workers should never be arrested or have to deal with police harassment as part of their job. Especially on Frauenstrasse, it should not be police checking on the workers on the street. They are just improperly trained, and it is always really leads to harassment. Demands, I guess, that there are specific spaces for trans women in particular set up. I know that a pretty big one right now is there needs to be specific shelters, like homeless housing spaces set up for trans women, because they don't really feel welcome in the women's spaces and are at huge danger of being, sexually or physically attacked in men's spaces. They shouldn't even be an option. Yeah, I think there just needs to be work done to set up trans-specific spaces and groups and networks. Ja, wir hatten ja tatsächlich für diese Folge uns ein bisschen die Frage gestellt, wie kann die Sexarbeitsbewegung inklusiver werden? Wie können Forderungen inklusiver werden? Wir dabei auch ein bisschen intersektionaler herangehen, also verschiedene Herrschaftsverhältnisse, wie zum Beispiel ethnische Diskriminierung, Transdiskriminierung, aber auch andere Fragen zusammenzudenken. Und ich finde tatsächlich in diesen Beispielen jetzt wird es besonders gut deutlich, ne, wie in dieser Perspektive einerseits unglaubliche Schwierigkeiten liegen. Ja, also die Beispiele, die Cherub und Starling nennen, zeigen ja, was für eine unglaublich große Kluft
zwischen den Lebensrealitäten von unterschiedlichen Sexarbeiterinnen, die als Aktivistinnen zusammenkommen könnten und herrschen. Und andererseits finde ich das aber schön, dass eben tatsächlich Akynos das immer noch mal so ein bisschen zusammenbindet und da sozusagen den Gegenpol und eine Hoffnung auch bietet, nämlich zu zeigen, dass gerade weil Sexarbeit, weil das ein stigmatisierter Beruf ist, dass in dem Bereich eben besonders viele Machtverhältnisse sich manifestieren, zusammenkommen und dass gerade dieses Zusammenkommen eben auch Ansatzpunkte für gemeinsame Kämpfe bildet. Und also ich finde tatsächlich diese Forderungen nicht nur als Forderungen natürlich unglaublich wichtig und unterstützenswert, sondern sozusagen auch auf einer abstrakten Ebene. Finde ich, kann man davon unglaublich viel lernen. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber mir ist da echt das Herz aufgegangen. Ich finde das ganz wichtig, nochmal ganz deutlich zu sagen, dass die Sexarbeitsbewegung als Ganzes wirklich die Solidarität, also diesen Solidaritätsanspruch, diese Solidaritätsforderung auch an die feministische Bewegung, an die antikapitalistische Bewegung, an Bewegungen, die Herrschaftsverhältnisse aufbrechen wollen, ganz klar und laut und deutlich stellen. Und wir brauchen da ganz viel Unterstützung, und zwar die komplette Sexarbeitbewegung. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, nicht nur ab und zu mal ein bisschen Geld rauszutun, was natürlich großartig ist. Wir brauchen alle diese Unterstützung, um unseren Kampf hörbar zu machen. Unsere Gegner sind so mächtig. So, das sagt Akynos auch sehr, sehr deutlich, sehr zu Recht. Sondern auch darum, dass wir als Sexarbeitende die Ersten sind, die über die Klinge springen. Und bei uns werden Dinge ausgetestet, die sich danach auf den Rest der Bevölkerung einsetzen. Das Beispiel Deutschland, die hintenrum Einführung der Unverletzlichkeit der Privatwohnung, die aufgehoben wird durch das Prostituiertenschutzgesetz von 2017. Ein Gesetz, das seinen Namen so nicht verdient. Und die rückschreitende, diese Zurückkurbelung reproduktiver Rechte, die Europa und weltweit gerade passieren, sind auch für Sexarbeitende relevant. Und genau dahin muss man auch diese immer wiederkehrenden Forderungen nach einem Sexkaufverbot einordnen. Da geht es um Kontrolle, um Migrationskontrolle, da geht es um Kontrolle von Zugang zum Arbeitsmarkt und vor allem geht es auch um die Kontrolle von Sexualitäten und welche Sexualität wird wie normschön geduldet und welche hat bitte zu unterbleiben. So. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Zusammenschluss nicht nur benennen, sondern dass wir ihn auch einfordern und dass ihr Feministinnen, die uns heute auch zusehen und zuhört, euch uns anschließt und uns auch unterstützt bei unseren Kämpfen. Ja, das war sehr, sehr gut gesagt gerade. Also danke euch beiden. Ich finde, da ist schon so viel dran. Ich möchte noch ein bisschen darüber sprechen, dass Sexarbeit immer als ein isoliertes Phänomen hingestellt wird und dass PolitikerInnen dazu tendieren, isolierte Lösungen für die Causa Sexarbeit zu suchen, die dann eben zu mehr Verbotsforderungen, zu mehr Strafen, zu mehr Policing und so weiter führen und alle samt und sonders immer unter dieser moralischen Fragestellung abgehandelt werden. Darf man das tun? Ja? Darf man Sex gegen Geld veräußern? Darf man für eine sexuelle Dienstleistung bezahlen? Und what the fuck? Diese Frage aufgreift, mich auch ganz zu Recht aufgrund von einer unbedachten Wortwahl kritisiert und einen ganz wichtigen Punkt auch nochmal aufmacht, nämlich, dass wir immer auch die koloniale Vergangenheit von Denkweisen, von Praktiken mitdenken müssen. Und sie tut es ganz galant und watscht in diesem Zuge jegliche Forderung nach einem Sexkaufverbot als Unfug ab. First, I want to say that abolition word and that language and that movement came from Black people. So that they also co-opted that language as well. So they need to stop calling themselves abolitionists. Don't call them abolitionists. They absolutely are not. Black people are the abolitionists who wanted to abolish slavery, right? And they're absolutely right that people are affected by human trafficking. And they're affected by human trafficking because the immigration laws are so fucked up that they're not considering that people really need to be protected when they come to these other countries. I know these countries have their own rights, so to speak,
to be able to make the laws of who gets to come in and out of their countries. But at the end of the day, the immigration laws are very xenophobic. They, for whatever reason, don't want other people coming into their countries. And I don't know why, because a lot of these countries, and then particularly the US, what happened when they decided to try and close these borders, the economy suffers, because the native people do not want to do a lot of the work that immigrants would do and be happy to do. Ja, mir ist es wichtig, an der Stelle mal einmal zu sagen, Jenny, du bist alles andere als alleine bei der Verwendung dieser unsäglichen, ich würde das mal als A-Wort bezeichnen. Und das Schlimmste für mich ist immer noch die Verniedlichung als AIs, ja, ich möchte es Ich gar glaube, nicht wir sagen. dürfen das schon aussprechen, weil wir wissen ja ganz genau, dass diese Verfechterinnen dieses Also als Sexkaufverbots der Prohibition keine Abolitionistinnen sind, sondern sie adaptieren und sie eignen sich da die Kämpfe schwarzer Menschen an. Ja, und das ist ganz wichtig und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Akynos das nochmal so deutlich formuliert hat und auch, das ist mir ein Appell an Menschen, die aktivistisch rund um das Thema Sexarbeit zu tun haben, dass sie ihre Worte und ihre Wortwahl bitte abwägen und auf solche falschen Bezeichnungen und problematischen Bezeichnungen verzichten mögen. Ja, das auch nochmal vielleicht vor dem Hintergrund, dass die Sexarbeitsgegnerinnen ja tatsächlich mit dem Sexkaufverbot, was eine Forderung ist, ne, die an sozusagen diese Politik in Schweden seit 1999 anknüpft, auch wirklich auch innerhalb ihrer eigenen Bewegung nochmal in eine Richtung gerückt sind, die immer mehr in genau die gegenteilige Richtung von Abolitionismus geht. Also es gibt ja durchaus auch Aneignungen dieses Begriffs, die im Sinne von der Kämpfe von schwarzen Menschen sind. Ne? Also wenn man sich jetzt diese ganze Defund the Police, Black Lives Matter Debatte anguckt, dann ist natürlich die Verwendung zum Beispiel von dem Begriff Gefängnisabolitionismus, Polizeiabolitionismus, das wollen wir alles abschaffen. Ja, wir wollen Strafrecht abschaffen. Das ist durchaus im Sinne von früheren Kämpfen von schwarzen Menschen. Und da macht ja tatsächlich sozusagen die Anti-Sexarbeitsbewegung im Moment genau den gegenteiligen Move, ne, und sagt, wir möchten Strafrecht. Und Strafrecht ist die einzige Lösung, die wir uns vorstellen können. Also insofern bin ich da auch auf diesen Hinweis total dankbar, da nochmal so drauf gestoßen zu sein. Und ich finde es auch wichtig, dass man das nochmal so ganz öffentlich auch einfach Fehler zugibt, weil ich glaube, wir machen die alle. Das ist immer so ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, nur so können wir halt lernen. Und dafür ist ja auch genau dieser Dialog wichtig, ja, mit Leuten, die aus einer anderen Perspektive auf die Welt gucken, die einem, wie das Akynos ja auch am Anfang, ne, irgendwie sehr eindrücklich beschrieben hat, deshalb auch so ein bisschen fremd ist, weil wir permanent an vielen Stellen zur hegemonialen Bevölkerung gehören, weiß sind und eben uns an vielen Stellen auch erstmal nicht hinterfragen müssen, wenn wir so einen Austausch nicht suchen. So, und damit will ich jetzt nicht Leute in die Rolle drängen, dass sie uns die Welt erklären müssen immer, aber nichtsdestotrotz finde ich das toll, wenn so dann auch Wissen weitergetragen wird. Das ist eine super Überleitung, weil ich finde auch ganz wichtig, das nochmal zu verstärken, dass wir in diesem Prozess nur dazulernen können. Dazu gehört allerdings auch die Bereitschaft, sich zu reflektieren. Und ich möchte an dieser Stelle ein großes und also fast schon pathetisches Dankeschön an unsere Interviewees aussprechen, an Akynos, an Starling und an Cherub, weil wir auch so viel von ihnen lernen durften. Es ist wirklich nicht immer angenehm und ich weiß das auch genau, dass es einem vor Augen führt, wo hat man bisher einen blinden Fleck gehabt, ich nenne das auch manchmal ein Brett vorm Kopf gehabt, ja, was hat man nicht gesehen oder hat auch nicht sehen wollen. Und das ist normal, wenn man dazulernt, dass man merkt, dass man sich entwickelt und da hat man manchmal Wachstumsschmerzen. Und an dieser Stelle
ist es eben wichtig, zuzuhören. Das haben wir getan. Und wenn ihr weiter zuhören möchtet, dann laden wir euch ein, die Interviews mit Akynos, Cherub und Starling in voller Länge auf der Horoskop-Homepage whoroscope.eu. Wir haben das natürlich auch nochmal in den Chat gestellt und ihr findet das. Das könnt ihr dann alles in voller Länge nachhören und bestimmt noch so viel mehr für euch herausfinden. Und an dieser Stelle haben wir jetzt Platz für eure Fragen gelassen. Und erstmal danke, dass ihr hier wart und uns zugehört habt.